Herzlich willkommen bei Thomann Brass Winds. Heute geht es bei uns um die Basstrompete. Spätestens seit der Kapelle So und So und der Wüderer Musi hat das Instrument da wieder einen totalen Hype erfahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, höchste Zeit, dass wir mal schauen, was der Thomann so auf Lager hat. Wer das Instrument noch nicht kennt, wir sind im Grunde in derselben Lage unterwegs wie Posaune oder Tenorhorn. Dementsprechend wird die Basstrompete auch normalerweise von Tenorhornisten oder Posaunisten gespielt. Klanglich sind wir irgendwo dazwischen und heute für den Vergleich komplett auf B-Instrumenten unterwegs. Es gibt auch C- und S-Bass-Trompeten, ist allerdings deutlich seltener und jetzt für heute nicht relevant. Und was ich auch immer noch einen sehr coolen Anwendungsfall finde, ist einfach, wenn der Platz nicht da ist, in irgendeinem engen Wirtshaus oder als super kompaktes Reisesetup. Einfach saupraktisch. Es passt eigentlich in jede Basstrompete, eine Bassposaunenüberdämpferei. Und dann hat man ein super schönes, kompaktes Setup für zum Beispiel Üben im Zug. Intonation ist ein großes Thema, weil alles so kompakt gebaut ist. Deswegen spiele ich euch zu jedem Instrument mal eine möglichst gerade Tonleiter und ihr werdet am Bildschirm das Stimmgerät mitverfolgen können, wie gut die Intonation bei den einzelnen Instrumenten ist. Und am Ende machen wir noch einen kurzen Direktvergleich. Wir starten quasi direkt in der Nachbarschaft aus Markt Erlbach. Von Kühlen & Heuer gibt es eine B-Bass-Trompete bei uns im Programm. In dem Fall unlackiert, deswegen hat die schon so eine schöne Patina. Aber keine Angst, die kommt nicht direkt so aus dem Lager, sondern in dem Fall ist die von einem guten Kumpel schon ein bisschen im Live-Einsatz gewesen. Die bei uns gerade lagern ist, hat Goldlack drauf und einen Hauptstimmzugtrigger, was auf jeden Fall vor allem bei den dreiventiligen Instrumente ein Riesenmehrwert ist. Für knapp 3.600 € kommt man bei Cervini deutlich günstiger weg. Es ist sogar ein Koffer dabei für das Geld und ein Trigger am dritten Zug. Durch die Position von dem Trigger und die allgemeine Länge des Instruments ist es ein bisschen ungewohnt zu halten. Und es ist das einzige Instrument im Vergleich heute mit einem großen Mundstückschaft. Kommen wir als nächstes zur Thomann Eigenmarke. Das Instrument gab es schon mal mit 4 Ventilen und war ehrlich gesagt gar nicht mein Fall. Aber unsere Instrumentenbauer haben sich da hingehockt und haben viel getüftelt. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Also sie spricht deutlich besser an, sie stimmt gut. Und durch den Wegfall von dem 4. Ventil ist sie ja deutlich weniger kopflastig. So eigentlich ist sie relativ gut ausbalanciert, würde ich sagen. Das Einzige, was man bedenken muss, die Maschine und der Becher sind kleiner als bei den Kontrahenten. Also ich würde kein zu großes Mundstück spielen, weil die Gefahr ist, dass man das Instrument einfach überfährt. Aber als Dritt-Viert-Instrument tun die 1.500 € auf jeden Fall deutlich weniger weh als 5.000 bis 6.000 € aufwärts. Das Chagall Wunderhorn kennt man natürlich spätestens seit Leonhard Paulum Notzel Brass. Vor allem finde ich in der aufgestellten Variante ein absoluter Blickfang. Hier als Breze, gibt es aber dann natürlich auch so. Mit 3 oder 4 Ventilen. 2 Mundstückaufnahmen sind dabei, einmal für großen, einmal für kleinen Schaft. Stimmzugtrigger ist dran. Und durch den Schraubbecher natürlich nochmal ein Stück kompakter zu transportieren als die anderen Basstrompeten. Optisch mein absolutes Highlight heute, die Tölzer Schneck vom Hans Grinner. Hier unlackiert mit 4 Ventilen, gibt es aber auch wie die Chagall 3-ventilig aufgestellt mit allen Schikanen. Und was ich auch besonders schön finde, hier sind diese kleinen Tellerrandschrauben mit dem Grinner-Logo. Das macht schon echt was her. Zu guter Letzt noch die Melton Basstrompete,
Auch super kompakt gebaut mit diesen Tenorhand-typischen Tasten. Und was ich da auch super finde, ist, dass ein Super Sack vom Götz schon mit dabei ist. Dass ich einfach, weil es so klein ist, das beste Gigback finde für Basstrompete. Also, kurzer Vergleichstest. Also ich muss echt sagen, von den heutigen Instrumenten, die Krinner war da schon echt mein Favorite. Macht wirklich Spaß zu spielen. Für mich könnte es noch ein bisschen dreckiger sein in den entsprechenden Passagen, wenn man sie so ein bisschen überfahren will. Aber ist am Ende natürlich Geschmackssache. Und dann, ganz ehrlich, wir reden von einem vierten Instrument. Da ist die Thomann jetzt wirklich auch eine super Alternative. Für das Geld kann man nicht viel falsch machen. Wie habt ihr es empfunden? Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.